Sportcast Schweiz, präsentiert von Ochsnersport. Da ist die neueste Folge vom Sportcast Schweiz. Schön sind ihr auch bei dieser Folge mit dabei. Mein Name ist Fabio Ney und heute zu Gast haben wir einen der besten Schweizer Hockeyspieler, die es je gegeben hat. Und das kann man sagen, obwohl er gerade mal 26 ist. Er ist Captain bei den New Jersey Devils, ist in die letzte WM hineingegangen bei der Schweizer Nazi als Captain und hat vor einem Jahr in Prag die Silbermedaille an so einer WM mit der Schweiz gewinnen. Und jetzt ist er eben hier im Sportcast. Herzlich willkommen, Nico Hischier. Danke Fabio, danke, dass wir hier sind. Ja, es freut uns sehr, dass wir da sein dürfen, weil wir nehmen die Folge in der Postfinance Arena zu Bern auf. Du kommst gerade aus dem Training raus, du trainierst hier im Sommer mit dem SCB, respektive jetzt kommt es so langsam richtig Saison zu. Was habt ihr heute trainiert? Ja, also ich darf mit ihnen mittrainieren. Das ist ja so, ich glaube, wie jedes anderes Team im August sind die mit in der Vorbereitung. Und ja, es ist sicherlich ein bisschen taktisch trainiert worden, sicherlich auch ein bisschen gesäckelt worden am Schluss für die Austür. Und ja, aber für mich ist das immer ideal. So kann ich mich auch gut vorbereiten, wenn ich wieder in einem Teamtraining dabei kann sein, weil ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass man im Juni eher ein bisschen allein auf dem Eis ist und mehr Skillsachen macht und ab im August eigentlich dann wieder ein bisschen intensiver alles zusammen wird und ja, ab und zu mal wieder ein bisschen Körperkontakt tut schon gut. Absolut, und da bist du eben im Team integriert. Eigentlich wärst du ja so ein optimaler Spion für eine andere Mannschaft, weil du kennst jetzt genau, wie sie da so taktisch aufgestellt sind für die nächste Saison und so. Es ist eigentlich noch cool, dass du sozusagen in zwei Mannschaften reinsiehst, wie es verschieden gemacht wird, oder? Spion würde ich jetzt schon nicht sagen. Ich glaube, das sehe ich sicher locker. Ich glaube, heutzutage ist auch kein Geheimnis, wie ein Team spielt, taktisch. Ich glaube, da gibt es genug Videocoaches, die auf der Tribüne zuschauen. Was ist denn anders im Vergleich zu einem Training, wenn jetzt mit deinem NHL-Team, mit den New Jersey Devils jetzt so am Vormittag ein Training gehabt hättest oder eben da mit dem SCB? Natürlich hat man sie andere Drills. Natürlich kommt halt ein bisschen darauf an, die Philosophie vom Trainer, was er will trainieren. Aber ich glaube, schlussendlich so Anfangssaison sind schon immer intensive Trainings. Das spüre ich auch hier zu Bern, aber das spüre ich in Jersey auch. Und darum, ja, am Anfang tendieren die Trainer viel, dass wir viel säckeln. Und du bist jetzt schon Menge Jahre hier beim SCB, wo du eben sozusagen Asyl im Sommer hast und mittrainieren darfst. Und was mich so gefragt habe, ist, oder, dann hat es immer wieder junge Junioren vom SCB und dann wissen die, jetzt ist dann das erste Training, wo der Hischier kommt, oder? Jetzt kommt der grosse Star aus den USA. Merkst du so den Blick der Jungen, wie sie die so ein bisschen anstarren und vielleicht auch etwas abschauen wollen? Ja, also ehrlich gesagt, nein im Fall. Aber ich weiss es nicht, das müsste schon fast am besten die fragen. Aber ja, das ist ja so. Es sind natürlich immer junge Spieler, die auch mittrainieren dürfen. Und ich meine, ich kenne das ja selber aus meiner Zeit, wo ich hier beim SCB als Junior gespielt habe. Und wenn ich mit dem Eis mittrainieren darf, ja, bin ich selber ein bisschen nervös gewesen. Aber ja, also ich merke auch, du es nicht. Also es wäre wirklich mal eigentlich eine coole Frage, die man die Jungen fragen könnte. Und ich stelle mir das in dem Sinne noch cool vor, oder? Du hast mega intensives Training und dann ist man ja richtig so am Mittag schön etwas essen gehen und dann am Nachmittag, wenn man frei hat, kann man vielleicht auch etwas Schönes machen hier zu Bern. Und ist es immer noch so, dass ganze Haufen Spieler dann am Abend vor Konsolen hockend und das NHL-Game spielend und durchzockend? Wie ist das bei dir? Im Sommer gar nicht so. Im Sommer, ich bin sehr aktiv im Sommer. Schönes Wetter. Zuerst eigentlich nicht viel daheim oder mit Kollegen. Natürlich begrenzte Zeit mit Kollegen, Familie, darum probiere ich so viel zu machen wie möglich mit ihnen. Sei es zusammen kochen, sei es zusammen jetzt hier zu Bern an der Aare sein, das Grillieren. Game tue ich schon ab und zu, aber ich habe meine Playstation als Jersey, also die nehme ich gar nicht zurück in die Schweiz. Und wenn ich mal ein bisschen game, eher in Jersey, aber NHL habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Darum habe ich es für dich schnell nachgeschaut. Es werden ja alle Spieler immer bewertet, oder? Von EA Sports. Und bei dir steht 91 bei Puck-Skills, dann 88 Punkte bei Defense. Und das weiss man ja auch, oder? Dass du sehr gut zurückschaffst. 89 bei Skating, 89 beim Shooting. Also es sind also sensationelle Werte. Würdest du es unterschreiben? Bist du im Moment in so einer genialen Form? Also ja, das nehme ich auf jeden Fall, ja. Wenn es so bleiben kann, wäre top, ja. Gut. Eins ist mir aber aufgefallen, bei Physical ist gestanden 79.
Und jetzt weiss man doch, du bist topfit. Und dann habe ich nachgeschaut und der Wert ist nur so tief, weil sie deine Fighting-Skills nicht so hoch einschätzen. Also heisst, bist du nicht so der Schläger, der mit den Händen schon mal reingeht? Nein. Also das ist sicher ein Neuland für mich, auf jeden Fall. Hat es schon mal gegeben. Ich habe schon einmal einen Fight gehabt. Hast du gewonnen? Ja, das können andere beurteilen, aber ja, es ist halt einfach, als europäischer Spieler ist das auch nie ein grosses Thema. Aber sobald das übergeht, ist, wird es auch angesprochen. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht gegen einen gefightet, wo ich weiss, ja, von dem bekomme ich einen auf den Deckel. Ich glaube, dann nimmt man halt auch Sättige, wo man weiss, ja, es sind jetzt auch nicht unbedingt Fighters. Weil heutzutage, ja, es gibt immer noch ein paar Spieler, die, sagen jetzt eben, weniger auf dem Eis sind, wenn man das Goal braucht, aber dann ab und zu mal, wenn einer, ja... Wenn man mal einen vermöbeln muss, man kann es nicht anders sagen, genau. Und es ist natürlich auch immer wie weniger geworden. Ich glaube, 10, 20 Jahre vorher ist das noch viel extremer gewesen mit diesen sogenannten Goons, wo ja wirklich blöd gesagt Beschützer sind für gewisse Spieler, und wenn irgendetwas passiert ist, sind die auf die Eis und die Händchen runter, ja. Und ich finde es immer so spannend, Hockeyspieler sind immer so entspannt, du hockst auch völlig ruhig da, aber dann merkt man dann, wenn es zur Sache geht und wenn man gewinnen will, dann macht man halt alles. Und vor allem NHL, muss man auch wissen, sind halt die allerbesten von der Welt, und da muss man jedes Mittel suchen zum Gewinnen. Aber wir müssen es auch noch mal sagen, also das war in dem Fall jetzt einmal gewesen. Du bist bekannt dafür für eben alle anderen Punkte, die ich aufgezählt habe. Genau, ja, ich bin sicher nicht bekannt, dass ich die Händchen lackiere oder so. Gut. Das auf jeden Fall nicht, nein. Noch nicht vielleicht auch. Also wir steigen wer rein. weiss, ja, wer weiß. Und zwar reden wir mit allen, die da sind, immer über ihre ganz persönliche Karrierehöhepunkt und ihren ganz persönlichen eben auch Karrieretiefpunkt. Mit was fangen wir bei dir an? Höhepunkt. Fangen wir voll oben an, auf der Spitze, und das war wirklich fantastisch gewesen. Silbermedaillengewinn mit der Schweizer Hockey-Nazi an der WM in Prag ist das gewesen. Also letztes Jahr, wo hast du die Medaille aufbewahrt? Die ist daheim an meinem Apartment zu Bern. Okay. Und laufst du jeden Tag vorbei, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich weiss schon, wo die heicht, ja. Okay. Und wie präsent ist die WM noch in deinem Kopf? Ich verbinde die WM gleich mit Gütegefühl, auch wenn es schlussendlich Silber ist geworden. Aber die ist schon noch präsent. Ich tue gerne darüber reden oder gerne nochmal ein bisschen nachdenken, was wir da so erlebt haben. Also komm, dann steigen wir doch rein, weil ihr sind sozusagen in einer super frühen Form vom Turnier schon gewesen, oder? Zuerst ist Norwegen geschlagen, dann Österreich geschlagen, Tschechien geschlagen an der Heim-WM in der Vorrunde. Hast du schon in der Vorrunde gemerkt, dieses Jahr ist in der Mannschaft gerade noch mal ein Stückchen mehr Magie drin? Ja, also die Stimmung im Schweizer Eishockey, im Team, das wir eigentlich immer haben, über die Jahre schon, ist eigentlich immer top. Ich glaube auch, der Fischi macht einen super Job, bringt die Jungs hin, und wir wollen alle da sein, wir wollen Part von diesem Team sein, und das merkst du bei jeder Gruppe, die wir zusammenstellen. Aber in Prag natürlich, mit dem Team, das wir hatten, haben wir schon gewiss, wir eine gute Gruppe hier, und wir wollen jetzt etwas reissen, und es war schon etwas Spezielles in Prag. Das auf jeden Fall sicher auch ganz, ganz anders, wenn man Gruppenphase in Prag hat, wo jetzt, ich sage jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Herning, wo halt ein bisschen, ich sage jetzt, weniger eine Hockey-verrückte Stadt ist. Ja, es war nichts los gewesen. Ja, es war grauslich, auch im Fernsehen zum Zuschauen. Es ist schon nicht so viel. Nicht alle spielen natürlich, aber so Vorrundenspiel zum Teil. Aber das ist auch eine WM, so jede WM schreibt so ein bisschen die eigene Geschichte, und ich finde das eigentlich auch cool, das ist nichts monoton, und jeder kannst mit einem offenen Mindset an eine WM gehen, und jede WM hat seine eigene Geschichte, aber wir haben schon gewusst, in Prag haben wir ein Top-Team da. Ja, wir haben auch in Prag haben wir gedacht, das könnte da sehr klappen, vor allem wenn wir dann nachher auch Kanadier mega schlagen im Halbfinale. Da können wir gerade noch darauf sprechen, dann auf die Spiele nachher, weil es ist immer interessanter geworden. Vielleicht noch so, gib uns noch so ein bisschen Insights in die Nazi, weil du hast es gesagt, oder? Der Ort spielt auch eine Rolle. Ich nehme an, das Hotel spielt auch eine Rolle, und dann spielt es auch irgendwie, weißt du, vielleicht hat es irgendwelche Running Gags gegeben oder jemand, der schon am Morgen das Team am Morgen schon wach gemacht hat und so. Was hast du dort für Erinnerungen? Also indirekt sind wir alle geehrt, dürfen da sein, und wir dürfen für das Land spielen, und ich glaube, das ist gross bei uns
in der Garderobe und das realisiert auch jeder, das weiss jeder und darum ist einfach die Stimmung ist top und wir verbringen Zeit neben mir, wenn wir Training haben, wenn wir kein Spiel haben, gehen wir in die Stadt, machen da Sachen am Abend. Es gibt immer so einen Raum, ein Zimmer, wo für die Jungs da ist, wo wir immer gehen können und spielen wir Karten, Brandy Dog spielen wir viel, einfach all so Sachen und ja, das Zusammensein, das ist einfach, finde ich auch jetzt cool an. Und nachher dann noch eben zusammen dürfen Hockey spielen, fair, die Schweizer Nazi, das macht es alles einfach, ein cooles Erlebnis. Also es ist so ein Teil Feriencamp, überspitzt gesagt, und der andere Teil dann extrem seriös, weil man sein Land vertritt und Vollgas gibt, oder? Also das heisst, die Mischung muss gut sein. Was tun ihr, Jassen, Schieber oder Coiffeur oder Differenzler? Jassen haben wir im Fall jetzt... Ich weiss nicht, ob ich schon jemals gejasset habe. Ich kann jassen, okay. Ich könnte jassen, ja. aber was spielen ihr sonst für ein Kartenspiel? Ja, aber Brandy Dog spielen wir viel. Okay, so, ja, mit der Karte. Ja, also Brandy Dog, ja, genau. Das haben wir jetzt viel gespielt. Skull King ist ein neues Spiel gewesen, wo wir viel gespielt haben. Ja, es sind immer ein bisschen verschiedene, aber Jass, ich könnte schon, vielleicht habe ich einmal mit einem Paar gejasst, aber das wäre auch schon länger, aber ich bin mir nicht sicher. Aber der Wend einfach zu viert, im Schieber, ja. Normaler Schieber. Ja. Und jetzt sind wir so ein bisschen unter uns. Wer wird so richtig hässig, wenn er verliert? Jetzt im Brandy Dog. Wer wirft auch mal das Brett über den Tisch durch ab? Ja, bist es du? Nein, ich weiss, also ich glaube, in diesen Spielen sehen wir sehr ein bisschen lockerer. Schon? Ja. Könnt ihr das normalerweise Sportler? Ja, ich glaube schon, ja. Oder okay. Es zeigt einmal niemand, dass er ein Problem hat. Aber, sagen wir schlechte Karten gehabt. Und, ja. Also, gross, das eine gibt es wie eben das Breden, wo so an den Boden geschossen hat, jetzt noch niemand. Gut. Dann gehen wir wieder zurück ins Turnier, dann ist das Viertelfinale gegen Deutschland, oder? Und wir wissen es alle, oder? Gegen den grossen Nachbarn zu spielen, ist ja so ein bisschen ein Angstgegner gewesen, eine Weile, jetzt im Moment nicht mehr so und so, aber was geht dort in der Kabine vor einem Deutschland-Matchup? Macht der Patrick Fischer, der Coach, dann noch ein bisschen eine andere Ansage? Wir haben schon viel gearbeitet auf das. Das war eigentlich noch lustig, weil genau Sachen, die wir eigentlich angeschaut haben, die wir uns vorbereitet haben, so ist es genau geworden und haben die Deutschland nochmal spielen im Viertelfinale. Und da ist eigentlich schon viel gesagt worden. Also viel zu sagen hat es gar nicht mehr gegeben. Und ich glaube, wir sind alle einfach motiviert gewesen, überzogen gewesen, dass das jetzt nicht nochmal eine Endstation ist für uns. Und angespannt ist man natürlich, auf jeden Fall. Das will ich auch nicht legen. Ich meine, vor so einem Spiel, wenn man weiss, dass die Deutschen ist ein paar Mal jetzt 30 getan haben, obwohl wir eigentlich das Gefühl haben, wir sind das bessere Team und eine bessere Mannschaft. Ja, umso schöner hat es nachher geklappt und wir haben von uns ein bisschen gemachten Flüchen durchbrechen. Ja, das war wirklich super gewesen. Das haben sie sehr gut gemacht. Was würdest du denn jetzt sagen, was ist aktuell die Schwachstelle bei den Deutschen? Weil im Moment hat man das Gefühl, ihr habt es im Griff. Ich finde, die Deutschen sind ein sehr gutes Team. Die Deutschen kennen wir in jedem Sport, die haben noch nie kämpfen, sind kämpferisch sehr stark und ich bin überzeugt eigentlich in jedem Sport, wenn du kämpferisch 100% da bist und nie aufgibst, dann bist du einfach ein mühsames Team zum Spielen. Und ja, jetzt das letzte WM haben wir schon recht hoch schlagen. Ja, vielleicht ist einfach ein bisschen der Damm gebrochen. Vielleicht entschieden jetzt ein bisschen anderer Mindset und sind noch mehr eingeschüchtert von uns, weil wir jetzt ein paar Mal schlagen können. Aber es gibt allgemein eigentlich kein einfaches Spiel gegen die Deutschen. Aber du hast es gesagt, das klingt mir spannend, oder? Du hast viel im Kopf, oder? Wenn die Deutschen gewusst haben, sie haben jetzt zweimal euch geschlagen, dann kommen sie mit einem Hoch rein und dann ist es einfach viel schwieriger. Aber in dem Fall hat das schon ein bisschen gekippt. Also im Moment haben die eher ein Hoch über die Deutschen wieder, oder? Ja, ich glaube aber es ist viel ist sicher Kopfsache auf jeden Fall, wie man in ein Spiel geht. Aber die Deutschen dazu mal ein gewiss indischen Viertelfinale mal geschlagen, dann haben wir schon wieder im Viertelfinale in Riga ist das gewesen. Und wir sind natürlich logisch hat man im Kopf, aber also nicht euch, man freut sich und man denkt schon, aber jetzt schläft wir schon. Aber es ist irgendwie natürlich, dass nachher die Deutschen sagen, jetzt das Jahr können wir es wieder machen. Und ja, es ist sehr lustig, wie
Sachen passieren im Kopf, funktionieren, aber ich glaube, das ist auch etwas, wo wir in einem Schweizer Nazi daran gearbeitet haben und etwas, wo ich selber eigentlich auch in mir daran am Arbeiten bin und es ist sehr interessant als zusammen, was man im Kopf noch alles rausholen kann. Und das Gleiche gilt ja dann bei den Kanadiern, oder? Die sind ja immer Mutterland vom Hockey, wir haben es erfunden, wir haben eigentlich sozusagen das Recht auf Eishockey sozusagen, oder? Weißt, wenn man jetzt nur schon einspielen geht gegen das Team Kanada, lassen die einem das spüren? Wir sind jetzt Kanadier. Weißt, spürst du die mentale Wand schon, wenn du auf das Eis drauf gehst? Ja, also Kanadier haben, ich sage jetzt mal, für mich haben die immer eine Präsenz gehabt. Schon seit der Junioren-Nazi, wenn man gegen die gespielt hat, man hat gemerkt, das sind die Confidence Canadians, die können auch Hockey spielen, die sind zu Recht, können Selbstvertrauen haben. Und, aber das ist jetzt für mich über die Jahre, weil ich bin jetzt schon länger gegen die meistens jeden Abend spielen, ist das für mich auch ein bisschen verschwunden gegangen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch realisiert als Schweizer Eishockey-Mannschaft, dass die know das. Also, wir haben jetzt auch ist ein Respekt erarbeitet. Und die wissen genau, wenn sie gegen die Schweizer spielen, dann wird es nicht so ein einfaches Spiel geben. Also das heisst, wir haben auch schon eine mentale Wand dort hergestellt und ihr habt sie geschlagen, ihr seid ins Finale reingekommen. Und das weiss ich noch, beim Fernsehen kann man ja eigentlich die Lautstärke einstellen, aber irgendwie hat man im Finale dann keine Lautstärke gefunden, wo es leise war, die Arena in Prag. Es war verrückt. Also ich nehme an, wenn man da mit dem Bus herfährt und aussteigt, irgendwann hörst du schon, dass dort drinnen der Kessel einfach kocht. Weil eben, ihr habt gegen die Tschechen gespielt, die dort den Heim-WM-Titel holen konnten. Wie war das so der erste Schritt in die Arena rein? Ich war sehr fokussiert eigentlich. Sehr fokussiert und voller Vorfreude. Ich bin dankbar gewesen, ich bekomme die Chance, dass ich das Finale in einer WM spielen kann mit der Schweizer Nazi gegen das Heimteam. Also ich habe mich wirklich auch gefreut. Ich meine, ich habe gewusst, es wird schwierig. Also, aber es ist ein Finale. Wenn das Finale einfach wäre es kein Finale. Ich habe gewusst, dass die Tschechen ein sehr hockeybegeistertes Land sind. Und enttäuscht haben sie nicht. Nein, also es war wirklich voll gewesen. Die sind Leute gewesen, sind umgekumpelt. Es war wirklich ein Hexenkessel gewesen, auf jeden Fall. Und die haben schlussendlich haben die dazu mal ein gutes Spiel gemacht. Die haben einen guten Gameplan gehabt und sicher man sieht es in deinen Augen, es fuchst immer noch, gell? Ja, auf jeden Fall. Aber ich verbinde das gleich irgendwie noch, probiere es mit guten Emotionen. Klar. Aber es war ein Spiel, ein Tag und es hat falsche Farbe bekommen, aber das ganze Turnier mit euch allen Schweizer Fans, die sind gekommen, die Erlebnisse, die ich da habe, die machen mir Freude. Und also das sind mehr gute Erlebnisse in diesen 2,5 Wochen oder was auch immer, wie lange auch immer das ist gegangen. Also sind einfach mehr gute Erlebnisse, mehr positive Erinnerungen, wo halt am Schluss die geregst schlechte ist. Aber ich probiere halt einfach die positiven Sachen in den Vordergrund zu tun. Und haben wir eine schlechte WM gemacht, weil wir verloren haben? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir können gleich alle stolz auf uns sein und haben vieles gut gemacht. Und es ist einfach, im Sport einer verliert. Das ist einfach, leider haben nicht wir zuerst Goal gemacht. Und so ist nachher es gekommen. 0-2 haben wir dort verloren gehabt und man muss sagen, es war das 3. Mal in 11 Jahren, glaube ich, wo die Schweiz im Finale war und es dann aber nicht geschafft hat. Hast du einen Erklärungsansatz, was noch fehlt, so das Quäntchen? Oder ist es einfach jedes Mal ein Spiel gewesen und jedes Mal ist es eine andere Wahrscheinlichkeit gewesen und ist es auf Gegnerseite gekippt? Ja, das ist noch eine sehr schwierige Frage. Natürlich fragt man sich, wo kann man besser sein? Was hätte man besser machen können? Aber es gibt viele Zeitpunkte, wo man hätte sagen, wir sind ein bisschen mehr Glück, wäre vielleicht eingegangen. Aber nachher kannst du umdrehen und sagen, okay, die Gegner haben eine gute Chance gehabt und da haben wir Glück gehabt. Und es ist immer ein Hin und Her. Ich glaube, schlussendlich beide Teams sind sehr vorsichtig. Also niemand einen Fehler will machen. Und ich glaube, wenn wir irgendwie die Blockade aufheben und
das Spiel einfach so spielen wie jedes anderes und was passiert. Und wird ruhig Sachen und nicht der vorsichtige Play machen. Sie mit mehr Risiko kannst du halt mehr Fehler machen. Und im Hockey geht es halt sehr schnell, aber einfach das abschätzen, wo man, okay, jetzt kann ich mal wieder etwas probieren, anstatt der safer Play zu machen. Du könntest eigentlich mit 26 schon so eine erste Lebensbiografie schreiben, was du alles schon erlebt hast. Und du hast eben auch schon Tiefpunkte erlebt und da möchten wir jetzt darauf zu reden kommen. Und zwar hast du dort einmal beweisen, dass du auch ein Sportler bist, in dem Sinn komplett, dass du einfach ruhig geblieben bist. Es war eine üble Verletzungsphase in der Saison 2020. Und zwar war das die Corona-Saison. Du bist schon gezwungen gewesen, länger in der Schweiz zu bleiben, weil die Saison hat später angefangen in der NHL. Und dann hast du dich ausgerechnet dort das Wadenbein gebrochen. In dieser Phase, kurz bevor es dann übergegangen wärst, beim SCB bist du dort noch im Training gewesen. Was war so der erste Gedanke, wo du gemerkt hast, nein, jetzt so kurz vor der Saison? Ich habe das eigentlich, ehrlich gesagt, dazu mal noch genossen, so lange mal wieder in der Schweiz zu sein. Ich habe mal wieder gesehen, dass es schneit in der Schweiz. Das habe ich natürlich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Du kriegst gar nicht mehr den Schnee mit, wenn schön Berge verzuckert sind im Wallis und so. Ich bin meistens halt weg, gell? Ja. Aber ich habe das eigentlich sehr genossen. Und nachher eben, zumal nicht mehr Training. Ich war eigentlich top motiviert für die Saison. Ich hatte das Gefühl, ich bin topfit gewesen, wenn ich so lange trainiere. Und ja, dann ist halt der Wadenbruch gekommen. Und für so die erste Reaktion bei mir ist, also es ist immer schon gesagt, es ist sicher nichts Schlimmes. Also ich am Anfang eigentlich auch nicht gross. So die erste Reaktion war eigentlich, okay, aber ich habe nicht richtig gewusst, weil ich noch nie etwas gebrochen habe. Wie geht jetzt damit um? Oder es sind halt nachher Fragen relativ schnell gekommen. Vor allem, okay, jetzt muss ich zuerst mal, was muss ich machen? Ich muss zuerst mal New Jersey informieren. Dann schauen wir weiter. Und nachher bin ich mal hier zu Ärzten gegangen, New Jersey, nachher gesagt, ich wollte gerne das auf New York fliegen. Und das habe ich gelesen, da müssen wir kurz einhaken, das ist ja verrückt, oder? Also das heisst, das ist auch noch ein bisschen eine andere Kultur in der NHL und es ist auch einfach viel mehr so money-driven, es geht halt um viel Geld auch und so. Das heisst, die Mannschaft hat wirklich gesagt, halt, wir wollen die selber behandeln, nicht, dass es in der Schweiz noch verpfuschen beim Einscheren, oder? Ja, es ist, also wenn man etwas macht, am liebsten macht man es ja selber. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Wertschätzung von New Jersey. Finde ich. Es war nicht so gewesen, dass sie das Gefühl haben, hier in der Schweiz wäre kein guter Doktor. Gut. Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Aber die Saison hat so oder so bald angefangen und dann hast du gesagt, also komm so schnell wie möglich auf New York. Und da hat es auch einen sehr guten Füßspezialist gehabt, der viel mit Basketballern und Footballspielern zusammengearbeitet hat. Und ja, die haben einfach schauen, dass es einfach vor Ort und dass ich das nachher mit Eisenphysio machen kann. Und dann bin ich schon vor Ort alt. Und, aber es ist natürlich, ich habe nicht gesagt, ja, ich fliege morgen. Also ich habe gesagt, ja, okay, ich gehe jetzt mal hier noch zu ein paar Ärzten und hier noch ein paar Meinungen geholt. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, hey, die müssen jetzt kommen. Okay. Und es ist natürlich alles immer offene Kommunikation gewesen. Wir waren transparent gewesen, beidseitig. Die Ärzte haben dann nachher sogar meine Ärzte in New Jersey angerufen. Und nachher irgendwann bin ich dann rübergeflogen und was hier gesagt haben, haben sie da gesagt. Und das war genau das Gleiche gewesen. Und für mich ist es noch beruhigend, oder? Wenn beide Ärzte das Gleiche sagen. Ja, es hat schon verschiedene Meinungen hier in der Schweiz. Es hat anderen schon gesagt, man hat das jetzt zum Beispiel gesagt, man hätte es operieren können. Es wäre nicht ein grosser Eingriff gewesen, aber es war eigentlich ein stabiler Bruch gewesen. Und weil es halt im Schlittschuh, gerade so beim Schlittschuhende war, haben sie halt gesagt, ja, wenn der Platte drin ist, weiß nicht, ob die Operation gut ist, aber ich kenne auch schon Hockeyspieler, die das gemacht haben, und das war kein Problem gewesen, aber nachher ich persönlich habe gesagt, nein, ich will keinen Eingriff, wenn es nicht nötig ist. Ja. That's it. Und nachher haben dann auch mich unterstützt, New Jersey, und gesagt, ja, dann machen wir es so, und dann musst ja. Knochenbruch ist eigentlich, blöd gesagt, eine bessere Verletzung, die du kannst haben. Also, ich meine, Muskeln und gerissene Sachen, das ist viel mühsamer, würde ich sagen. Knochenbruch kannst du vor allem einen stabilen Bruch, wenn du keinen Eingriff hast, dann machst du 6 bis 8 Wochen und nachher heilt der Knochen.
Aber es ist eben dort noch ein Umstand dazugekommen, es war eben Corona gewesen, und du bist dort recht isoliert gewesen. Und ich habe mir das vorgestellt, oder? So als Junge wirst von New Jersey eben dann in die USA geholt, in einem Art sind untersucht gewesen und schon mal Physio und alles und so. Und aber sonst war kein Kontakt möglich gewesen und du bist dort im fremden Land und so. Gibt es dann auch mal Phasen, wo man so ein bisschen denkt, Ja, ich eben so ein bisschen meine erste Verletzung gewesen. Ich habe nicht gewusst, was mir erwartet. Corona noch gewesen, und die Jungs sind halt ans Spiel gegangen oder Auswärtsspiel, und ich bin dann mit dem Rehab-Guy, wo wir daheim geblieben und habe meine Übungen gemacht jeden Tag, und das ist mir ein bisschen alles monoton geworden. Und ja, es ist so ein bisschen meine erste Erfahrung. Es ist so gemerkt, aber ja, es ist einfach, ja, es ist nachher der Woche 1 ist noch gegangen, 2, 3, aber nach irgendwann zieht es wieder gleich, und nachher immer freiken, wenn die Jungs wieder daheim sind und das Heimspiel haben, ja, dass ich wieder mit ihnen da bin. Und es war noch sehr interessante Zeit gewesen. Und dann ist es aber noch dicker gekommen. Du hast dann Corona gehabt, hast noch warten und hast einen Stirnhöhlenbruch, also hast einen Böck ins Gesicht gekriegt. Ich denke mir dann als Hockeyaner nicht manchmal auch, jetzt habe ich lange nichts gehabt und jetzt kommen die 3 Sachen zusammen. Was läuft im Moment? Ja, es ist ja, es ist schon noch, ja, es ist aber schon noch jetzt, ich sage jetzt immer interessante Saison für mich, weil halt eben Verletzungen, ich habe lange nichts gehabt oder nicht grosse Sachen. Es ist ein Wadenbeinbruch gekommen, endlich spielen und nach so langer Pause und nach 5 Spielen, hat mir den Böck in der Stirn getroffen, und ja, das war noch ein bisschen extremer für mich, weil ich nachher operieren und das war noch halt ein recht grosser Eingriff gewesen, und das hat mich alles noch ein bisschen mehr beschäftigt, wo jetzt so ein Wadenbeinbruch. Und da war natürlich auch verschiedene Ansichten von Ärzten. Also ich habe schlussendlich auch eine Entscheidung treffen, ob ich will operieren oder nicht. Und ich tendiere eigentlich, wenn es geht, immer, das ist meine persönliche Meinung, nicht operieren. Aber da mit der Stirnhöhle, dann habe ich auch nicht so viel wie ich fliege und mit dem Druckausgleich, all die gewissen Sachen, wo ich die Informationen sammeln von den super Ärzten, die ich da begleitet worden, haben wir dann entschieden zu operieren. Und das war halt ein grösserer Eingriff gewesen. Und das war mein erster Eingriff gewesen, den ich halt jemals hatte. Und ja, ist mir einfach wie vor dem ersten Spiel ist man halt ein bisschen nervös. Und ja, man denkt schon, ja, jetzt habe ich gerade das gehabt, aber jetzt ist das. Aber wenn ich so zurückschaue, ist das eigentlich eine super Saison gewesen. Habe ich das so erleben während der Corona, weil wenn man die Spieler jetzt auch frei Corona-Saison, ist nicht so das Wahre gewesen, oder? Für alle. Ja, vor allem genau. Die Leute. Und ich glaube, das macht der Sport an uns. Es bringt noch mehr Emotionen, wenn die Stadien voll sind, so, wenn sie leer sind. Also, dann haben wir deinen Höhepunkt, Tiefpunkt besprochen. Wir kommen langsam schon zum Schluss. Eben, du hast schon viel erlebt und du hast auch schon ein paar Stationen gemacht. EHC Visp hat es mal angefangen, SC Bern, dann Halifax Mooseheads, so Juniorliga in Kanada, und dann New Jersey Devils. Wo hast du eigentlich Hand auf Herz am meisten gelernt, Hockeyanisch? Ist es Visp gewesen? Ja, ich glaube das Visp, ja. Schon, oder? Wo Basic lernst, ist noch verrückt, oder? Ja, ich bin mit 3 Jahren zuerst mal zu Visp auf die Eis und bin schon, was ist jetzt? Wann bin ich auf Bären gekommen? Mit 15, glaube ich. Also, aber bei der meisten Zeit, würde ich nicht sagen, Schlittschuh nicht, am meisten angelegt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube auch, vieles lernst, ja, wenn du jung bist. Uns gelernt wirst du so oder so nie sein. Man lernt einfach dazu. Ich glaube, in jeder Station habe ich gute Sachen daraus nehmen. Aber so, ich glaube, jetzt so ganz spontan, wenn ich auf die Frage würde beantworten würde, ich einfach sagen, EHC Visp, ja. Ja, also die Trainerin oder Trainer, die du dort hast, die haben einen guten Job gemacht. Die klopfen sich wahrscheinlich heute auch noch so ein bisschen auf die Schulter. Die kennst du aber nicht mehr, mit denen hast du nichts mehr zu tun. Mal habe ich schon Abend. Schon? Ja, okay. Einer macht in Leikerbad ein Trainingslager, der Dario, und dazu mal Baldinger Pelle. Der Pelle, mit dem haben wir eigentlich angefangen, aber es sind natürlich noch viele andere Coaches gewesen, die ich zu tun hatte. In Visp, hier, in Bäro, in Halifax hatte ich einen guten Coach gehabt, wo mir geholfen hat, Schweizerisch, Nordamerikanisch. Ja, ich habe wirklich viele Leute eigentlich, wenn ich jetzt sogar mal schnell zurückdenke, wo ich überall
Sachen können daraus sein. Und eben, es ist verrückt, du bist von der kleinen Schweiz ins grosse New Jersey gegangen. Das ist gerade neben New York, für die, die es vielleicht nicht so kennen. Also eine riesen Metropole ist das Gesamte dort. Eine riesen Hockeystadt auch, du bist dort voll drin. Und in der Schweiz gibt es auch immer noch so ein bisschen, merkt man manchmal so ein bisschen Thesen, die die Fans zu der NHL haben. Und die stelle ich dir jetzt mal vor und du kannst die äußern. Ja. Und zwar, in der Schweiz sagt man immer so ein bisschen, die Fans in der NHL machen damit nur mit, wenn auf dem Videowürfel sie animiert werden dazu. Hat etwas, ja. Es schon, ist schon eine andere Fankultur. Es gibt nicht so Gesänge, wo Lieder gesungen werden. Es gibt ja Clap Your Hands oder Let's Go Devils und Make Some Noise. Und du könntest mittlerweile auch alle mitmachen, ja, oder? Die kennt man dann. Ja, kennen wir langsam an. Aber was in der NHL wirklich... Es ist einfach ein bisschen eine andere Fankultur, aber was in der NHL wirklich sehr cool ist, ist eine Playoff-Stimmung. Und da merkt man dann schon, da sind die Fans Leute und meistens noch mit so einem Trechner, einem kleinen Trechner, die schwingen. Und das ist wirklich eine coole Atmosphäre. Und Playoffs ist eigentlich auch das Ziel. Darum probiert man immer gut darauf hinzuarbeiten, dass man das erreicht. Und ja, es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, was für Spiel, wenn, welche Zeit, all das. Dann, was man auch manchmal gehört, Clubs haben keine Hockeykultur, sondern sind gefühlt irgendwo im Nirgendwo, nämlich zum Beispiel in Las Vegas in der Wüste. Ich sage jetzt zu dem, Las Vegas ist einer der coolsten Auswärtsorte für mich zum Spielen. Es ist, Vegas macht es wirklich super. Ich meine, anderen haben schon viel Geschichte. Und hier so oder so, Traditionsclip und all das, aber jetzt andere machen schon, ja, es ist so Business. Und ich glaube, jetzt ein Team in Vegas dort zu tun, ja, logisch, ist es eine Wüste, aber wenn du als Spieler gehst spielen, ist Full House, es ist Leute, die Leute sind liebend. Und das, ja, wieso nicht denen eine Chance geben, jetzt Hockey Klar, zu kommen, da haben wir da vielleicht auch ein falsches Bild. Und für uns ist es halt abstrus, dass man in der Wüste sozusagen Hockey spielt. Ja. Und noch etwas Letztes, was ist, bei der NHL geht es schon viel um Geld. Also, wer hat den höchsten Vertrag? Oder zum Beispiel Olympische Spiele ist jetzt immer so gewesen, dass die NHL einfach weitergemacht hat, weil da so viel Geld drin ist, dass man nicht einfach die Spieler schnell schicken kann. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders, aber die Amerikaner sind schon sehr money-driven, oder? Ja, es ist ein riesen Business. Das ist einfach so. Das kann man sich hier nicht vorstellen oder einfach schwierig zu vorstellen. Auch mit wenn es halt läuft, mit Trades von Spielern und ja, aber wenn man die Zahlen anschaut, ist es ein riesen Business. Und aber wir Spieler, sie ist das auch bewusst, weißt, mit den Trades und was wir da drin geben. Aber ich meine, schlussendlich durch das Business, wir ist eine Leidenschaft als Beruf können machen. Und ich glaube, uns geht es mehr gut. Und gross klagen, dass das so ist, dürfen wir ist sicher nicht. Ganz klar. Und letzte Frage, ich habe Olympia kurz angetönt. Dieses Jahr ist es eben endlich wieder so weit. Ihr könnt an die Olympischen Spiele gehen in Mailand Cortina. Alle NHL-Spieler dürfen dabei sein, werden sozusagen von den Clubs freigegeben. Du bist natürlich Holz anlangen, hoffentlich passiert nichts, auch dabei für die Schweizer Nazi. Ich nehme an, die Vorfreude ist gigantisch auf das Turnier, oder? Ja, sehr, ja. Ich glaube, vor allem, ja, dass wir eben die letzten 2 Mal oder sogar länger sogar, ich weiß nicht, für mich ist jetzt, ich bin mit 18 meine erste Saison gewesen und da war eigentlich schon eine Olympiade gewesen, aber sie ist nicht gegangen, die letzte ist nicht gegangen und ja, ich bin jetzt... Bist du ready? 26, immer noch jung, sage ich jetzt. Aber ja, jetzt wollte ich das auch mal erleben. Und ich freue mich eigentlich wirklich riesig, vor allem auch in Milano, wo ich im Wallis bin geboren. Es ist 2 Stunden mit dem Zug. Also es ist wirklich fast nebst der Haustüre. Und ich meine, allgemein für die Schweiz ist so oder so gerade daneben. Und ja, ich freue mich einfach riesig, aber ich habe es hier hinten noch drin. Also, ja, eben, es ist noch ein bisschen... Ich will es nicht zu früh nach vorne bringen, weil ich weiss, ich Job to do mit Jersey und ich glaube, ich fokussiere mich vollkommen auf einen Saisonstart und ja. Aber natürlich, ich freue mich riesig auf das Erlebnis.
Wir freuen uns auch, die zu verfolgen weiterhin in der NHL, bei New Jersey, bei den Devils oder dann eben auch bei den Olympischen Spielen. Und wie alle, die hier in den Sportcast zu Gast kommen, haben auch wir für dich wieder ein Gastgeschenk dabei, dass du auch etwas mitnimmst als Erinnerung. Das kommt aus dem Sortiment von Ochsner Sport. Und zwar, nimm es schnell vor. Haben wir uns sagen lassen? Ja, Da glänzen die Augen schon. ja, super, ja. Pedalschläger Merci und vielmals. natürlich ein Set Bell dazu. Danke vielmals. Machst du schon gut auf dem Pedalcourt oder wie sieht es aus dort? Ich bin dran. Bist du angefixt? Ja, in jedem Fall auch. Ich finde es cool. Ich habe vor Und, 2 Wochen in Arosa zuerst mal gespielt. Ja. Die haben so ein Feld auf den See gebaut. Das war auch noch die Atmosphäre genial. Das hat mir so recht reingenommen. Ja. Nein, ist cool. Ich mache es gerne. Ich habe es oder so gerne. Tennis, Paddle, das solche Spiel. Und ja, merci vielmals. Sehr gerne. Super getroffen, danke. Danke vielmals, bist du noch vorbeigekommen. Haben wir dich sozusagen können abfangen, bevor du in den Flüger gestiegen bist. Danke vielmals, Nico Hischier. Kein Problem. Danke dir, Fabio. Und merci vielmals, sind auch ihr wieder dabei gewesen bei dieser Folge. Habt ihr es auch gemerkt, die Hockey-Saison steht vor der Tür, respektive läuft, wenn wir die Folge ausstrahlen. Also es geht endlich wieder los. Und wenn ihr Hockey-Fans habt in eurem Umfeld, dann schicken doch die Podcast-Folge, sagen, sie sollen den Sportcast abonnieren. Jeden Monat bringen wir ein super Gespräch mit ein paar von den besten Athletinnen und Athleten von der Schweiz raus. Und ganz wichtig, der Krigo Stucki hat den Podcast schon abonniert. Beim Nino Schurter haben wir es das letzte Mal auch gehört. Er hat ihn schon vorher abonniert. Und der Jan van Berkel hat es sowieso gemacht. Also dann kann es ja eigentlich nur richtig sein und machen es auch. Sportcast Schweiz, präsentiert von Ochsner Sport.